Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Christian Sievers. Ihnen allen einen guten Samstagabend. Der Staat zahlt uns allen den Energiepreis, genauer den Teil davon, der eine bestimmte Grenze übersteigt. Er muss dafür aber interessanterweise weniger Geld ausgeben als gedacht, weil die Energiepreise gerade sowieso auf breiter Front gesunken sind. Jetzt will der Bundeswirtschaftsminister der Industrie unter die Arme greifen, die viel Energie verbraucht. Sie soll einen deutlich vergünstigten Strompreis bekommen. Und das geht nur durch massive staatliche Subventionen. Wie das funktionieren soll, was es für Folgen hätte und was der Finanzminister dazu sagt, Diana Zimmermann. Stahl kochen und Energiesparen, das passt kaum zusammen. Für viele Branchen ist der Strompreis ein entscheidender Kostenfaktor und der ist in Deutschland hoch. Gewerkschaften und Industrie schlagen Alarm, warnen vor dem Verlust Hunderttausender Jobs. Der Bundeswirtschaftsminister will nun übergangsweise Industriestrom subventionieren. Der Zugang zu erneuerbaren Energien ist der Industriestrompreis der Zukunft. Die müssen aber in den großen Mengen ausgebaut werden. Bis dahin bin ich der Meinung, dass man für die sich im internationalen Wettbewerb befindliche Industrie, die sonst abwandern wird und die hochenergieintensiv ist, eine weitere Hilfeleistung geben muss. Zustimmung kommt in dieser Sache auch von der CDU. Die Bundesregierung hat eine Zusage gegeben, einen Industriestrompreis in Deutschland zu etablieren. Die Bundesregierung muss dieses Versprechen einlösen. 2021 war es und der Kanzler erst Kandidat. Da versprach Olaf Scholz der Industrie, die Kilowattstunde solle nur noch 4 Cent kosten. Das ist seit dem Ukraine-Krieg in weite Ferne gerückt. Nun soll der Preis immerhin auf unter 10 Cent reduziert werden. Mindestens 6 Milliarden Euro wird das kosten. Grüne und SPD finden, das Geld solle aus dem im vergangenen Jahr geschaffenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen. Diesen Topf werden wir nach allen Voraussichten nach nicht ausschöpfen, sodass hier eine logische Weiterentwicklung auch mit diesen Mitteln möglich ist. Und ich gehe davon aus, dass der Finanzminister dem auch zustimmen wird. Der und seine FDP allerdings gehen davon nicht aus. Wenn das Geld nicht abgerufen wird, ist das gut, weil es den Staatshaushalt nicht weiter belastet über neue Schulden, für die ja jetzt sehr, sehr teure Zinsen fällig werden. Und deswegen ist das sicherlich kein valider Vorschlag. Während sich in der Ampel der nächste Konflikt anbahnt, äußert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ganz fundamentale Kritik. Die Deindustrialisierung ist eine reale Gefahr für Deutschland, aber nicht wegen zu hoher Energiekosten, sondern weil die deutschen Unternehmen die ökologische und digitale Transformation weiter verschlafen. Das ist die Gefahr. Subventionen von Produktion über Energiekosten ist der falsche Weg, es ist ein Irrweg, der langfristig die Deindustrialisierung eher beschleunigen wird und nicht verhindern wird. Gegenwind ist auch aus Brüssel zu erwarten. Wie schon bei der Gas- und Strompreisbremse wird kritisiert, das reiche Deutschland verzerre mit seinen Subventionen den Wettbewerb innerhalb der EU. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist aktuell noch bei einem anderen Thema in den Schlagzeilen. Da geht es um Personalpolitik im Ministerium und den Vorwurf der Vetternwirtschaft. Details dazu ausführlich morgen in Berlin direkt nach der 19 Uhr Heute-Sendung. Während wir in der Ukraine aktuell einen Krieg erleben, der zu großen Teilen geführt wird wie die Weltkriege, die wir längst überwunden hofften, mit der tödlichen Macht nämlich von Artillerie und Panzern, bereitet sich der kleine Inselstaat Taiwan auf Angriffe vor, bei denen kein Blut fließt, die aber auch verheerende Folgen haben können. Speziell für eine hochdigitalisierte Gesellschaft wie die in Taiwan. Der mächtige Nachbar China droht immer massiver mit Militärmanövern. Taiwan baut sich derweil eine Cyberfestung. Miriam Steimer war dort. Diese Supermärkte gibt es in Taiwans Hauptstadt Taipeh an jeder Straßenecke. Einkaufen, Pakete abholen oder Stromrechnung zahlen, hier geht alles. Und genau hier kam im vergangenen Herbst die digitale Bedrohung plötzlich im Alltag der Leute an. Auf dem Bildschirm über der Kasse, wo normalerweise Werbung läuft, stand plötzlich: Kriegstreiberin Pelosi raus aus Taiwan. Ein Hackerangriff aus China. Nancy Pelosi, damals Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, besuchte Taiwan. Für China, das die demokratische Insel als Teil seines Staatsgebiets betrachtet, eine Provokation.
Huang Qiyun untersucht solche Cyberangriffe täglich. Die Leute merken jetzt, vor allem nach dem Pelosi-Besuch, wie verwundbar unser System ist und was die chinesische Seite anrichten kann. Sie prüft, woher solche Angriffe kommen. Die Antwort immer häufiger: aus China. Von staatlicher Seite, Firmen, Privatpersonen. Ein Grund: Chinas aggressive Außenpolitik. Diese Atmosphäre fördert oder motiviert anscheinend einige Sicherheitsfirmen oder Hacker, etwas zu machen, um zu zeigen, dass sie ihr Land lieben, dass sie etwas für China machen wollen. In ihrem Büro befürchten sie nicht, dass es zu einem Krieg mit China kommen könnte. Sie sind mittendrin. Der Cyberkrieg findet längst statt. Jeden Tag gibt es Angriffe der Cyberarmee. Du spürst es nur nicht. Aber die Cyberarmee macht das jeden Tag. Taiwan wappnet sich gegen diese Angriffe. Die Regierung fördert zum Beispiel die Drohnenbranche. Dieser Helikopter soll Empfang bringen, wenn ein Angriff Telefon und Internet lahmlegt. Das Ziel dieses Zentrums mit großem Testfeld: die besten Firmen des Landes mit viel Geld zu Kooperationen motivieren und Nummer 1 in Asien werden. Der russisch-ukrainische Krieg hat den Fortschritt der gesamten Drohnenindustrie beschleunigt und den politischen Prozess vorangetrieben. Diese Helikopter können flexibel bringen, was gebraucht wird: Kameras, Internet oder Waffen, falls es nicht beim Krieg der Daten bleibt. So, jetzt zurück nach Deutschland und zu den Nachrichten im Überblick und damit zu dir, Hanna. Kinderärztinnen und Ärzte aus Deutschland und anderen Ländern Europas schlagen Alarm. Sie warnen in einem offenen Brief vor einem verschärften Mangel von Kindermedikamenten und fordern die Politik zum schnellen Handeln auf. Die Engpässe würden die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen nachhaltig gefährden, heißt es in dem Brief. So fehlen unter anderem Antibiotikasäfte, aber auch Fieber- und Schmerzmedikamente. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete die Sorge als berechtigt und verwies auf einen Gesetzentwurf des Bundeskabinetts, der die Engpässe beseitigen soll. Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist ein Treibstofflager explodiert, laut dem dortigen Gouverneur infolge eines ukrainischen Drohnenangriffs. Dieser wird aus Kiew nicht bestätigt. Insgesamt sollen in der Hafenstadt Sewastopol laut ukrainischen Angaben 10 Tanks mit 40.000 Tonnen Öl in Brand geraten sein. Mittlerweile sei das Feuer gelöscht worden. Niemand wurde verletzt. Der Kompromiss der EU-Staaten zu Getreideimporten aus der Ukraine ist von der Regierung in Kiew begrüßt worden. Polen, Bulgarien, die Slowakei und Ungarn wollen laut EU-Kommission ihre Beschränkungen aufheben, sodass der Transit der Güter in andere Länder wieder ermöglicht wird. Gleichzeitig können sie den Inlandsverkauf einzelner Produkte untersagen. Die 4 Länder hatten Agrarimporte aus der Ukraine beschränkt und damit auf Proteste von heimischen Landwirten reagiert. Diese sahen sich angesichts des preiswerten Getreides aus der Ukraine bedroht. Bei seinem Besuch in Ungarn hat Papst Franziskus sich zur Flüchtlingspolitik des Landes geäußert. Bei einem Treffen mit Geflüchteten dankte er Ungarn zwar einerseits für die Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge, gleichzeitig mahnte der Papst allerdings, dass es wichtig sei, Mitgefühl für alle zu zeigen. Während die Regierung von Ministerpräsident Orban ukrainische Geflüchtete mit offenen Armen empfängt, verfolgt sie ansonsten einen strikten Anti-Migrationsplan. Die Leipziger Buchmesse hat gleich zu Beginn schon ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der Literaturpreis der Buchmesse geht an einen Gabelstaplerfahrer, der nebenbei am Niederrhein einen Verlag für Lyrik betreibt. Dincer Gütschjeter war als Kind der einzige in seiner Einwandererfamilie, der gut Deutsch sprach. Egal, wer beim Arzt, bei der Bank einen Termin hatte, sagt er heute über diese Zeit: Ich wurde wie eine Aldi-Tüte mitgeschleppt. Er hat sich in eine Sprache vorgearbeitet, die sich ihm schließlich ergab, schreibt die Neue Zürcher Zeitung über seinen grandiosen Roman Unser Deutschland-Märchen. Überhaupt will die Buchmesse in diesem Jahr Großes. Über Themen soll gesprochen werden, nicht nur über einzelne Bücher. Leipzig will ein politisches Zeichen setzen. Stefan Kelch.
Bei der letzten Messe kannte die Welt noch keine Energiekrise, weder galoppierende Inflation noch Corona und keinen Ukraine-Krieg. All das muss nun Platz finden auf der wiederbelebten Messe. Und ein altes Dauerthema. Deutschlands Osten und Westen finden einfach nicht zusammen. Die Altkanzlerin erinnert sich am Abend, dass sogar sie als Ostdeutsche schon deklassiert wurde als lediglich angelernte Bundesdeutsche. Ich glaube, es ist eine gewisse Gedankenlosigkeit, die einfach in Abgründe blicken lässt. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass sich zu wenig für die Westdeutschen geändert hat durch die deutsche Einheit oder wenig. Und für uns eben sehr, sehr viel und dass diese Änderung dadurch nicht eingedrungen ist in die Biografien. So sieht das auch der Leipziger Literaturprofessor Dirk Oschmann. Sein politisches Erstlingswerk, Bestseller und Dorn im Auge vieler. Sein Thema: Solange sich der Westen als Norm definiere, bleibe der Osten immer die Abweichung. Natürlich ist es keine Wohlfühlprosa, der man da begegnet. Das ist unangenehm, man kann sich offenbar nicht neutral dazu verhalten. Und ich fand es aber wichtig, um vielleicht den Diskurs neu in Gang zu setzen. Jammer aus die Melodie oder Paukenschlag? Autor Frank Richter könne Oschmanns Buch zwar nicht leiden, er übertreibe manchmal unerträglich, aber im Grunde sage er nichts Falsches. Der Westen war nun mal im Blick auf die Wiedervereinigung, Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes, der vermeintliche Sieger der Geschichte und hat viele Dinge eben dann einfach auch auf den Osten übertragen, weil die Menschen im Osten auch mehrheitlich das damals so gewollt haben. Später hat sich die Sache verfestigt und jetzt müssen wir neu darüber reden, wie wir in Deutschland zusammenkommen. Der Vater von Autor Florian Havemann war einer der mutigsten DDR-Oppositionellen. Als Florian Anfang der 70er Jahre in den Westen floh, interessierte sich dort niemand für seine Ostbiografie. Heute ahnt er, warum. Ich meine, wir sind alle nach dem Zweiten Weltkrieg gleich rausgekommen. Die einen haben Glück gehabt, im Osten hat man Pech gehabt. Aber es waren ja wir waren ja auf dem gleichen Stand oder sowas. Und da stellt sich die Frage, ob ich für jeden Wester doch auch, wäre ich Opportunist geworden, werde ich Karriere machen wollen, mit wem hätte ich mich eingelassen. Das ist der Grund, warum man sich nicht für uns interessiert hat, weil man sich dieser Frage nicht stellen wollte. Dieses Desinteresse des Westens könnte fatale Folgen haben, meint Oschmann. Das ist ja einer meiner Impulse, dass ich sage, wenn der Osten den Eindruck hat, nicht bei der Mitgestaltung der Demokratie mitmachen zu können, wenn er nicht die gleichen Lebenschancen bekommt, dann wird es auf Dauer diese Demokratie an den Rand ihres Zusammenhalts führen. Und dann interessiert sich vielleicht der Westen. Dirk Oschmann habe sein Buch eigentlich für Westdeutsche geschrieben. Verkauft wird sein Bestseller aber zu 80% im Osten. Und wie jeden Samstag jetzt der Blick auf die Lottozahlen. Die lauten 9, 13, 14, 23, 24, 40, Superzahl 0. Alle Angaben wie immer ohne Gewähr. Fehlt noch das Wetter, das sich in den nächsten Tagen zumindest teilweise sehr freundlich zeigt. Morgen meist sonnig oder nur locker bewölkt, vor allem im Süden, aber auch ein paar dichtere Wolkenfelder. Höchstwerte 11 bis 20 Grad. Am 1. Mai im Norden viel Sonne, im Süden Schauer und Gewitter. Am Dienstag unbeständig, Mittwoch wieder überall freundlich und trocken, 11 bis 20 Grad. So viel für heute, gerne bis morgen. Die nächsten Nachrichten gibt es hier gegen 0:25 Uhr, heute Express mit Sarah Bildau. Und vom gesamten Team an Sie einen angenehmen Abend. Tschüss. Tschüss.